Noes Lieblingsaufsatz ist wirklich der Schläger. Also den liebt sie über alles und da kann sie halt super viel mitmachen, da kann sie einiges reinlegen und ja auch zum Tennisspielen dann halt benutzen. Also das ist wirklich ihr Lieblingsaufsatz. Ja, das ist unsere Tochter Noe. Noe ist 4 Jahre alt und Noe ist ohne rechte Hand geboren. Sie hat ungefähr noch ein Drittel vom rechten Unterarm und danach ja, fehlt das Stück. Genau. Und das Stück wurde liebevoll Stumpi getauft. Genau. Ne? Denn Stumpi. Das First-Prothesen-Konzept soll Kinder mit angeborener Fehlbildung an der oberen Extremität spielerisch auf eine myoelektrische Prothese vorbereiten. Dabei wird ein leichter 3D-gedruckter Außenschaft angefertigt, wobei unterschiedliche Funktionsadapter abgesteckt und leicht aufgesteckt und aufgesetzt werden können. Dies soll auch im Laufe des ersten Versorgungsjahrs durch die Kinder selbstständig durchgeführt werden können. Die First-Prothese ist für Kinder mit angeborener Fehlbildung am Unterarm, Oberarm und Schulterbereich geeignet. Wir empfehlen den Versorgungsstart zwischen dem 12. und 18. Lebensmonat und diese Art der Versorgung wird bis zum Übergang zur myoelektrischen Prothese genutzt. Ja, Noe hat die Prothese mit 14 Monaten bekommen. Das ist noch die kleine erste süße Prothese. Genau, mit der kleinen Hand. Die ist mittlerweile ein bisschen größer geworden, die Hand. Und ja, sie hat sie regelmäßig oben gehabt und ja, zu jedem Mittagsschlaf, sogar im Kindergarten, hat sie immer die Prothese umgelassen. Sie wollte sie nicht abnehmen. Genau, und ja, sie hat eigentlich jeden Tag getragen. Die First-Prothese besteht aus einem 3D-gedruckten Außenschaft, einem thermoplastischen Innenschaft, den wir sehr schnell beim Wachstum anpassen können. Außerdem haben wir ein Handgelenk, was sich beugen und strecken lässt und eine Rotation des jeweiligen Adapters. Außerdem haben wir unterschiedliche Funktionsadapter. Wir haben hier eine Walze, die im Sand eingesetzt werden kann. Wir haben eine Schaufel, die auch im Sandkasten eingesetzt werden kann. Die Hand, die für viele Dinge gut nutzbar ist mit einem federnden Daumen und auch einen Greifer, der in der komplett geöffneten Position offen stehen bleibt. Das ist einmal das Starter-Paket, was enthalten ist, und wir haben im Follow-up-Kit einen Schläger mit einem elastischen Netz, einen Hammer und einen Multifunktionsadapter für die Aufnahme vom Essbesteck. Ja, warum haben wir die First-Prothese genommen? Also warum haben wir uns dafür entschieden? Ja, einfach weil es ein super innovatives System einfach ist und ja, Noe wird dann einfach schon mal daran gewöhnt, dass der Stumpf halt einfach in einem Schaft steckt. Also sie hat dann einfach diesen Gewöhnungseffekt dann schon und für die Muskulatur, also zum Ausgleich von der Wirbelsäule ist es halt einfach gut, dass sie da auch so ein bisschen Gegengewicht hat, dass sie das immer ausgleichen kann. Genau, das ist halt das erste Modell im Prinzip, bevor es also die Vorbereitung für die myoelektrische Prothese. Deshalb auch im Prinzip der Schaft wächst ja mit. Wir haben halt mehr Gewicht, sie gewöhnt sich halt schon mal an das Gewicht von der myoelektrischen Prothese und ja, es soll halt auch in den Alltag mit integriert werden und das macht sie halt auch super. Und es macht es halt auch interessant, dadurch, dass man halt die Aufsätze wechseln kann und verschiedene Möglichkeiten hat zum Spielen oder für den Alltag. Wir versorgen die Kinder so früh, um bestmöglichst auf eine Prothesenversorgung vorzubereiten. Dabei soll die Koordination zwischen beiden Händen und das Agieren mit der Prothese gefördert werden. Durch das Nutzen der Prothese wird die Armmuskulatur gestärkt, was uns dann im Übergang zu der schwereren myoelektrischen Prothese entgegenkommt. Insgesamt soll die Akzeptanz und der Einsatz der Prothesenversorgung verbessert werden. Aber das war halt einfach auch total schön, weil sie kannte es dann halt einfach nicht anders. Also mit 14 Monaten dann einfach schon an den Schaft gewöhnt zu sein und ja, das war für sie einfach so Normalität, morgens halt die Prothese anzuziehen und ja, das war einfach ja, frühes Learning. Genau. Der Ablauf der First-Prothesenversorgung ist in der Regel so gestaltet, dass wir zuerst ein unverbindliches Beratungsgespräch mit den Eltern führen. Nach der Verordnung des Arztes und der Erklärung der Kosten mit dem Kostenträger ist es dann so, dass wir einen Gipsabdruck anfertigen. Bei der ersten Anprobe können wir dann den in der Zwischenzeit angefertigten Probeschaft austesten und die Länge und die Ausrichtung des Unterarms hier definieren. In der Regel können wir dann den Probeschaft für eine 2-wöchige Testung mit nach Hause geben, sodass dann auch mal die Alltagssituationen damit ausprobiert werden können. Dabei können dann schon die einzelnen Adapter schon mal in die Funktion kommen und geschaut werden, ob es noch Verbesserungspotenzial am Schaft gibt.
Dann gab es einen weiteren Termin, wo wir dann die richtige oder den richtigen Schaft im Prinzip getestet haben, angetestet haben, anprobiert haben und wo wir halt auch Übungen gemacht haben hier vor Ort, um halt auch den Umgang mit der Prothese halt zu lernen und auch Noé dann halt daran zu führen und auch zu trainieren, dass sie halt auch mit der Prothese gut umgehen kann und gut arbeiten kann. Genau, das war eine Physiotherapeutin, die dann hierher gekommen ist und die dann mit Noé das Prothesentraining gemacht hat. Ja, so. Ja, so Erfolge waren mit der First-Prothese ganz klar, ja, dass die Alte einfach ja, selbstbewusst rausgeht, dass sie dann ja, die First-Prothese dann quasi mit dem Schaufelaufsatz dann auch nimmt, auch im Kindergarten, dass sie dann einfach ihr eigenes Werkzeug quasi dabei hat. Das gibt ihr einfach ein gutes Gefühl. Und ja, es ist natürlich auch was Besonderes, auch bei den anderen Kindern. Wir finden das natürlich auch alle total interessant. Ja, was hat Noé da? Was ist das für ein Aufsatz? Oder was ist das überhaupt für eine Prothese? Und ja, wie kann sie damit spielen? Und sie hat ja immer ihre eigene Schaufel dabei. Das ist dann schon was Besonderes. Und ja, das freut sie natürlich auch. Und da ist sie eigentlich sehr stolz drauf. Mama, niemand kann meine Schaufel wegnehmen. Ja, niemand. Genau. Weil die ist an meiner Hand. Genau. Gut.